Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Temu-Haul. Und zwar diesmal habe ich eine orangene Tüte bekommen, so wie wir es kennen von Temu. Vorweg, wenn ihr die Temu-App noch nie benutzt habt, nehmt gerne meinen Link in der Videobeschreibung. Dann kriegt ihr einen 100-Euro-Bundle noch mit dazu. Und wenn ihr meinen Code, der in Ecking-Klammern ist, der ist hier auch irgendwo eingeblendet, dann kriegt ihr zusätzlich nochmal einen 30% Rabatt in eurem Warenkorb. Ja, ich konnte mir wieder bei Temu Produkte aussuchen und die möchte ich euch heute zeigen. Ich verlinke auch jedes Produkt in der Videobeschreibung, sodass ihr direkt dort auch draufklicken könnt und dann eventuell auch nachschauen könnt. Wenn ihr diese Links benutzt und darüber auch bestellt, dann bekomme ich auch eine Kleinigkeit und kann euch dann quasi nochmal wieder neue Produkte von Temu zeigen. Also, was habe ich mir bestellt? Nicht viel diesmal, aber ein bisschen. Ein kleines Teilbild. Ich finde, Teilbilder sind eine tolle Sache zwischendurch, wenn man etwas größere Bilder paintet und man ein bisschen Abwechslung haben möchte. Dann finde ich, kann man diese kleinen Teilbilder sehr schön zwischendurch schieben sozusagen. Und zwar dieses kleine Mandala-Bild. Mein Oberlicht blendet heute. Das hat 11 Farben, 30 x 30. Ist jetzt nicht die ist die Gesamtgröße von der Leinwand. Die bepaintbare Fläche ist hier 25 x 25 ungefähr. Das könnt ihr aber auch oft in den Produktbeschreibungen erkennen. Meistens auf der letzten Seite sind auch noch mal die Abmessungen mit drauf. Genau, wir haben hier 11 Farben und wir haben hier sogar DMC-Nummern, was man nicht immer hat bei Teilbildern. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin davon ausgegangen, dass wir eigentlich nur Strasssteine haben. Und Strasssteine mit DMC-Nummern gibt es nicht so häufig. Deswegen würde ich sagen, gucken wir einmal rein. Toolkit, habt ihr gesehen, ist auch mit dabei. Hier steht auf jeden Fall erstmal nur nach Nummer und nach der Bildnummer DZ669. Also wir haben die richtigen Steine. Hier haben wir diese Sondersteine in so Tropfenform. Sehen auch so ein bisschen so wie AB-Steine aus. Sehen sehr schön aus. Hier haben wir elliptische Crystals. Nochmal kleinere Tropfenformen in so einem Lila. Größere. So, und hier kommen die größeren. Also die sind größer als normale, sage ich mal. Genau, sieht man hier gut den Vergleich, ne? So, und hier haben wir, wie gesagt, auch nur die Nummern. Also wir haben Strasssteine und wir haben DMC-Nummern. Cool, dann kann man die sogar wegsortieren. Das fand ich klasse, deswegen habe ich mir das auch bestellt. Ich mag Mandalas sehr gerne. Insofern passte das. Wenn ihr eins von den Bildern, die ich hier von Temu vorstelle, gepainted sehen möchtet, dann schreibt mir das doch ganz gerne mal in die Kommentare. So, und hier habe ich jetzt ein etwas größeres Bild. Das gefiel mir vom Motiv sehr gut. Und zwar ist das Bild 40 x 50. Wir haben auch wieder ein Standard-Toolkit. Und das ist das Motiv. Das ist ein kleines Seepferdchen. Jetzt ist schon fast wieder glatt. Ein paar Nächte unterm Teppich, so mache ich das hier. Ich habe in der Wohnung, weil wir ja noch keinen Sommer haben, habe ich hier noch Teppich liegen. Und da packe ich das einfach drunter und dann legt sich das, nach ein paar Tagen ist das total glatt.
Ja, das ist das kleine Seepferdchen auf 40 mal 50. Bepaintbare Fläche ist 35 mal 45. Hier, wir haben 23 Farben mit DMC-Nummern auch. Und wir haben runde Steine. Genau. Wie findet ihr das Motiv? Ich fand diese Aquarellfarben haben mich total angesprochen, als ich das Bild gesehen habe, dass ich gedacht habe, okay, das muss ich mal mitnehmen. Und wir haben hier die Farben, so wie das Bild schon aussieht, ne? So Erdfarben auch. Leichtes Rosa mit so einem schönen Türkis, das mag ich sehr gerne. Genau. Das sind Acrylsteine, die wir hier haben. Kein Schwarz dabei und keine 939 haben wir auch nicht dabei. Also ein ganz dunkles Blau auch nicht. Da bin ich mega gespannt, wie das rauskommt nachher. Weil wenn man sich hier so den Druck anguckt, ja, ne, hier müsste gehen. Also die haben schon ein bisschen drauf geachtet mit den Konturen, dass das auch die Steine umfasst. Ich denke, dass das ganz gut klappen kann. Ne, hier sieht man es auch. Ich bin gespannt, wie das wird. Was sagt ihr? Ach ja, und dann habe ich noch eins. Ein Mini. Bisschen chaotisch hier heute. Und zwar ist ja bald ein Erdbeer-Event. Und falls ihr noch ein auf die Schnelle, weil bei Temu ist ja die Lieferzeit auch recht kurz. Also das hat jetzt eine Woche gedauert, da habe ich das schon gehabt. Das ist 20 mal 20, steht drauf, ne? Ist dann letztendlich 15 mal 15, also ein super Mini-Bild. Das werde ich auf jeden Fall painten. Ich bin gespannt, wie das rauskommt. Ob das so pixelig ist, aber ich denke, das wird sicherlich ganz gut rauskommen. Wir haben 15 Farben auf 15 mal 15 cm. Wir haben auch DMC-Nummern, das heißt, wenn wir Steine übrig haben, können wir wegsortieren. Das finde ich super. Erdbeeren, wer liebt noch Erdbeeren oder mag einer von euch überhaupt keine Erdbeeren? Hier haben wir die Steine. Auch hier ist wieder die Bildnummer drauf, also falls ihr die Steine getrennt von den Bildern lagert, ist das hier kein Problem. So ein dunkles Violett. Genau, rot für die Erdbeeren, grün für den grünen Hintergrund und weiß halt für den Hintergrund, für den weißen Hintergrund. Und da wir ja noch nicht genug Steine haben, habe ich was entdeckt. Und zwar war ich auf der Suche nach hier Fairy Dust Stein oder Metallic Stein bei Temu und habe jetzt aber, weil ich mich nicht entscheiden konnte, jetzt mich für Strasssteine entschieden. Aber die Besonderheit bei diesem Bundle, ich blende euch auch immer hier die ganzen Preise ein, habt ihr ja schon gesehen. Und zwar ist das hier ein Set von 40 Farben. Und zwar eckige Strasssteine, aber mit DMC-Nummern. Das war mir jetzt wichtig. Ja, man kann einfach, wenn man eine Farbe austauschen will bei einem Bild, kann man einfach nach der Farbe gehen und die Farben aneinander halten. Ja, das kann man machen. Ich habe ja auch schon viele Teilbilder gepaintet, aber in eckig habe ich keine Strasssteine. Ja, das heißt, in eckig habe ich gar keine, ich habe nur rund. Und da habe ich mir gedacht, ich habe aber super viele eckige Bilder und ich möchte auch dort mal Steine austauschen. Ja. Und nicht nur AB-Steine austauschen. Manchmal hat man ja auch so ein Bild, wo man sagt, okay, ich möchte das jetzt einfach mal probieren. Und hier ist halt ein Bundle drin und die haben DMC-Nummern.
Und ihr seht hier auch die Firma, die ist vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt. Ist keine unbekannte Firma. Und da habe ich gedacht, okay, das nehme ich mit. Und für das Geld, ihr seht hier neben mir den Preis eingeblendet, fand ich das total okay. Diese Farbe mag ich ja auch, ne? 598. So ein Türkisblau. Genau. Also das geht los bei 155. Und so wie das stand, habe ich hier alle DMC-Nummern, die es in Strass gibt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. 2, 4, 6, sind schon 20, genau. Und das hier sind dann nochmal 2. Also 40 Farben habe ich hier. Geht dann bis 38,54. Das fand ich super. Die werde ich mir dann alle wegsortieren. Da sie DMC-Nummern haben, kann man sie ja wunderbar sortieren. Und wenn ich dann mein eckiges Bild, das zeige ich euch dann auch nochmal in einem anderen Video oder auf meinem Instagram-Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Da zeige ich dann immer meine VIPs auch, also meine Bilder, die ich gerade am Bearbeiten bin. Und da könnt ihr dann mal sehen, wo ich die Strasssteine dann mal gezielt einsetze. Das war's. Das war mein Temu-Haul. Was sagt ihr denn dazu? Habt ihr schon mal bei Temu Steine bestellt? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und in diesem Sinne, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Als nächstes kommt auch meine Review für März. Welche Bilder habe ich fertiggestellt? Und ich hoffe, ihr schaut wieder rein. In diesem Sinne, Happy Diamond Painting. Tschüss!